Da die Verbindung zum rechten Tank irgendwie verstopft ist, haben wir nur aus dem linken Tank gefahren und man sieht deutlich den Unterschied. Und das hat man auch gemerkt in der Schräglage im Boot. Wir haben deutlich rechtsklassig gelegen. Wir sind hier am Tankschiff und müssen jetzt den linken Tank befüllen. Wenn die Anzeige stimmt, dürften rund 400 Liter reingehen. Und das dürften so 20 Minuten dauern. Wir haben jetzt 347 Liter getankt im linken Tank. 42,6 Betriebsstunden. Geht nicht, hä? Wir verlassen jetzt Scheveningen. Bei herrlichstem Sonnenschein. Heute sollen 22 Grad sein und ganz wenig Wind, halt so bis 2. Das ist fast nichts. Also wird eine schöne Fahrt werden. Knapp 3 Stunden. Ja, wir haben jetzt 347 Liter nachgetankt und habe gerade mal versucht, den rechten Tank wieder dazu zu schalten. Der rechte Motor ist gleich wieder ausgegangen. Das heißt, auch nach Katzand fahren wir jetzt nur über den linken Tank. Der ist jetzt voll. Und ja, ich hoffe, das Benzin reicht bis dahin. Aber gehe ich mal von aus. Ja, also wir haben ja einen 600 Liter Tank und daher mit knapp 3 Stunden sollte reichen. Die ersten Strandbesucher sitzen da auch schon. Die Nordsee ist glatt. Das wird eine schöne Fahrt. Auf geht's nach Katzand. Auf geht's in ein neues Abenteuer. Auch hier habe ich wieder die Route eingegeben. Wir haben noch 91 Kilometer jetzt bis Katzand. Also noch etwas über 2 Stunden. Wir fahren gerade mit 43,7. Jetzt fahren wir an der Einfahrt von Rotterdam vorbei. Dann kann man ganz viel Industrie sehen. Und hier werden auch viele große Schiffe gelöscht. Wir müssen jetzt hier in der Fahrrinne bleiben, damit wir dieses Flachwassergebiet, was man da grün sieht, umfahren. Gegenüber geht es Richtung Vlissingen. Da vorne sieht man auch wunderschöne Strände wieder. Und wir fahren aber jetzt weiter Richtung Katzand. Jetzt nimmt Jürgen Fahrt raus, weil wir gleich an unserem Ziel ankommen. Da vorne ist schon die Hafeneinfahrt und ich werde jetzt die Fender klar machen. Ich hoffe, dass wir einen schönen Liegeplatz bekommen. Bis Middelburg schaffen wir es, glaube ich, nicht mehr. In Katzand angekommen, einen sehr schönen Platz. Der Steg ist ein bisschen kurz, dadurch hatten wir etwas Mühe, hier anzulegen. Toller Blick über den Hafen. Leider fehlt uns hier eine Tankstelle. Wir sind schon im tiefroten Bereich mit dem linken Tank. Geht gerade wieder Richtung Niedrigwasser. Hier sind schon 3 bis 4 Meter Unterschied immer. Das geht ganz schön weit runter hier. Und da kommen die ganzen Muscheln hier raus. Im Hintergrund sieht man den Yachthafen. Direkt daneben ist der Strand. Und gar nicht weit gibt es den Strandpavillon. Heute Abend im Pirat, im Strandlokal. Mit Fisch und Schnitzel. Lecker Steak
Im Gegensatz zu Scheveningen ist Katzand ja wirklich ruhig. Da hat man Strände, wo fast kein Mensch ist. Da hat man alles, den ganzen Strand für sich allein. Und hier noch ein teures Restaurant, direkt am Hafen. Wir haben einen tollen Sonnenuntergang. Aber fantastisch. Ein traumhafter Abend. Wir sind jetzt am zweiten Tag hier in Katzand. Das Wetter ist heute Morgen ein Traum. Der Wind hat komplett nachgelassen und wir haben fast spiegelglattes Wasser. Der Hafen ist relativ neu angelegt. Wir haben jetzt gerade wieder Ebbe. Was ich hier etwas bemängeln muss, ist, dass die Stege für uns doch etwas zu kurz sind und wir uns nicht richtig festmachen können. Auf diesem Steg hat sich irgendjemand noch eine Klampe hinten eingebaut, aber diese fehlt zum Beispiel bei uns auf dem Steg und das ist sehr schwierig, das Boot gerade festzumachen. Bei uns ist ausgerechnet auch noch der Stromkasten, wo man aufpassen muss, dass wenn man schräg gezogen ist, nicht noch mit dem Anker den Stromkasten abreißt. Die Crew arbeitet schon wieder am Schiff. Kleine Grundreinigung und Beseitigung des Salzes. Ich muss das dann nur noch kontrollieren, ob es ordentlich gemacht ist. Du kannst mich mal. So, wir haben jetzt hier den Zulauf zum Diesel mal abgeschraubt und mit der Luftpumpe vom Schlauchboot mal versucht, da den Anschluss frei zu blasen. Und gefühlt ist uns das ein wenig gelungen. Jetzt müssen wir mal schauen. Das ist der Zulauf und das hier ist der Rücklauf vom Diesel. Wir schauen uns jetzt mal die sanitären Anlagen an. Dafür muss man aus dem Hafen raus. Und dann gehen wir hier lang. Das ist hier auch mit Code geschützt, also dass nicht jeder rein kann. Dann direkt gegenüber dem Hafen. Durch die Tür eine sehr schöne Anlage mit einzelnen Kabinen. Und dann hat man gleich einen Duschraum mit Waschbecken, Toilette und Dusche in einem. Und hier muss man auch nichts nachwerfen. Kann man duschen, das ist sehr schön. Ja, wir sind hier in Knokke in Belgien. Die Sonne lacht. Und der Ort erwacht gerade irgendwie erst. Das ist noch alles sehr ruhig, alles noch zu. Hier ist alles sehr geordnet. Hier am Ende von Knokke stehe ich hier auf einer futuristischen Brücke. Hier unten geht die Bahn nach Ostende auch. Und drüben ist dann der Fährhafen von Zeebrugge. Hier drehen wir um. Da lohnt sich nicht mehr weiter zu fahren. Wenigstens der Klatschwohn ist hier sehr schön. Ansonsten ist Knokke eine einzige Häuserzeile am Strand. Also unter Romantik verstehe ich was anderes. In Belgien ist alles so richtig geordnet. Da gibt es alles so einzelne Clubs, die man so anfahren kann. Und wir probieren jetzt mal hier so ein Strandlokal. Mal gucken, wie das belgische Essen so ist. Das ist jetzt die Mixform von Schneewittchen oder Radler hier zum selber mischen. Essen war ganz gut, gemütlich hier in der Sonne. Und jetzt geht es wieder zurück zum Boot. Hier der Yachtclub, es fehlt nur ein bisschen Wasser. Hier ist alles sehr weiß, hallo. Alles sehr steril und weiß. Mitten in der Stadt alles diese komischen weißen Strandbuden. Hier gibt es sogar ein Casino. Hier ist wieder der Bereich mit so einzigen abgeteilten Strandbereichen, wie so eine Art Clubs. Das ist schon hier eine kilometerlange Promenade. Wir sind schon ein paar Kilometer gefahren, sind gerade mal bei der Hälfte. Hier in dem Club ist schon mehr los. Eine stylische Toilette. Das gelbe Gebäude hier. Das sind alles Apartments. Und jetzt wahrscheinlich jedes Apartment seine eigene Strandbude mit ihren Klamotten.
wenn man hier in der zweiten Reihe fährt, da stehen dann auch richtige Häuser und nicht so hässliche Apartmenthäuser. Das ist natürlich viel schöner. Man sieht hier nur leider nicht den Strand. Hier sind sie verschwunden, die Kinder. Und zu 8 am zweiten Nest. Da oben sieht man ein Storchenpaar. Und da sind auch, man sieht jetzt nur eins, aber sind 2 kleine Kinder im Nest. Da oben ist auch ein kleiner drin. Auch noch 2 frei. Hier noch 2 Storchenwohnungen, die zu vermieten sind. Wirklich im Grenzgebiet zwischen den Niederlanden und Belgien. Das ist wirklich ein tolles Naturschutzgebiet. Jetzt bei Flut ist auch ein bisschen mehr Wasser drin. Am Ende sieht man auch einen Segler auf dem Meer. Jetzt sind wir, glaube ich, hier am Grenzstein. Und jetzt gehe ich mal von der belgischen Seite auf die niederländische Seite. 1865. Tolle Landschaft, toller Radweg zwischen Katzand und Knogge. Wir sind auf dem Weg ins kleine Örtchen rein und hier sind die Bordsteinkanten schon hochgeklappt. Aber wir wollen noch was essen gehen und haben auch einen Tisch reserviert und hoffen, dass es schmeckt. Heute geht es um Sea Salt Grill und Steakhouse. Dort haben wir einen schönen Platz reserviert. Im Steakhouse sitzen wir ja fast draußen durchs Fenster. Und hier gibt es eine tolle Fleischplatte, Surf and Turf. Und ich habe die Fischpfanne, etwas anders als erwartet. Schauen wir mal. Auch heute wieder ein toller Sonnenuntergang über dem Hafen. Hier versammeln sich alle für den Sonnenuntergang. Das war hier Katzand, ein sehr ruhiger Ort zum Entspannen. Hier ist im Juni noch sehr wenig los, also wer hier Ruhe haben will, ist hier genau richtig. Das Ganze ist schon ein recht teures Pflaster hier, weil es sieht so aus, als ob man hier alles Ferienwohnung für die besser Betuchten hat. Gestern waren wir in Knogge auf der belgischen Seite, das ist auch ein Badeort, der auch gerade erst aus dem Winterschlaf erwacht. Und das ist dort alles sehr steril und ja, hat uns nicht wirklich überzeugt. Dort würden wir also keinen Urlaub machen wollen. Aber ansonsten hat sich es schon gelohnt, hierher zu fahren, weil der Hafen ist wunderschön. Die ganze Anlage ist alles relativ neu. Die Stege sind leider ein bisschen kurz. Und ja, jetzt geht es gleich nach Vlissingen.